Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Heute geht es mit American Airlines von Las Vegas nach Los Angeles. Das Ganze in der First Class im A321. Und vorher zeige ich euch noch mein Hotelzimmer hier. Das ist, muss ich sagen, also das ist schon was ganz Besonderes. Das und alles jetzt viel mehr für euch. Viel Spaß! Und bevor es jetzt zum Flughafen geht, zeige ich euch noch einmal hier mein Hotelzimmer. Ich habe eine Nacht verbracht im Cosmopolitan und es ist schon wirklich ein sehr beeindruckendes Hotel. Ich habe gebucht ein Terrassenstudio mit King-Size-Bett und da sollte es vielleicht schon mal klingeln. Terrassenstudio, was ist das? Wartet ab. Hier für euch das Zimmer im Schnelldurchlauf. Ja, und auch wenn es irgendwie toll ist, dass die Minibar so toll bestückt ist, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die Preise sind absolut gaga hier in Las Vegas. Also ich bin das erste Mal vor 8 Jahren in Las Vegas gewesen, war seitdem ein paar Mal hier und die Preise, sowohl die Hotelpreise als auch was alles so kostet, hat sich wirklich in den letzten Jahren verdreifacht. Also das ist unfassbar. Es kostet so eine Cola zum Beispiel, nur mal als Vergleich, eine Dose Cola kostet in der Minibar hier $9 plus Taxes natürlich. Das ist dann so ein schöner Preis. Dafür kann man dann sich bei Walmart dann irgendwie so eine Packung kaufen mit 12 Stück. Oder hier zum Beispiel diese Flasche Wasser, $12. Ich meine, das ist doch wirklich absolut verrückt. Das war ein Scherz. Die Flasche habe ich bei Walmart gekauft für 1,50. Aber trotzdem, ich wollte mal eure Reaktion testen. Nein, das ist wirklich schon absolut teuer. Also ich habe mich noch nie in so einer Minibar, an so einer Minibar bedient und werde es auch bei diesen Preisen nicht tun. Schade eigentlich, denn ich frage mich immer, was wäre, wenn das doch teurere, aber bezahlbarere Preise wären? Würden dann doch mehr Leute das vielleicht nutzen und das Hotel letztendlich mehr Umsatz machen? Aber egal, lange genug geredet, weiter geht's in der Roomtour. Und ich habe diese Nacht wirklich super gut in diesem Bett geschlafen, super bequem
Und was ich auch sehr praktisch finde, ist, dass es hier direkt am Nachttisch mehrere Steckdosen gibt. Das vereinfacht das Ganze dann, wenn man seine Geräte über Nacht laden möchte. Ich muss dazu sagen, ich habe zwar in diesem Bett wirklich sehr gut geschlafen, sehr bequem, aber ich habe sehr wenig geschlafen insgesamt. Und das ist dann auch dem Zimmer geschuldet, viel mehr der Terrasse. Ich bin hier im 59. Stock, das ist schon sehr weit oben. Wer schon mal am Cosmopolitan war oder der sich dann nachher dafür interessiert. Ich bin im Boulevard Tower, das ist der quasi direkt am Strip ist. Ich bin am 59. Stock und ich blicke raus Richtung Bellagio und die berühmten Wasserspiele. Und ja, was soll ich sagen, bei so einem Ausblick, da schläft man dann nicht so viel. Ich habe gestern, ich glaube, 3 Stunden auf dem Balkon, auf der Terrasse hier gesessen und habe einfach den Ausblick genossen. Und für euch habe ich jetzt ein paar Aufnahmen gemacht bei Nacht, aber wir gehen jetzt erstmal gemeinsam bei Tag hier raus, denn das ist schon spektakulär genug. Habe ich zu viel versprochen? Ist das nicht unfassbar? Ich meine, man blickt wirklich gefühlt über ja, fast ganz Las Vegas. Und natürlich sah das Ganze bei Nacht noch spektakulärer aus, wenn die Lichter angehen. Das könnt ihr jetzt hier einmal sehen, wie zauberhaft Las Vegas wirkt. Und ich muss sagen, das ist wirklich der Preis wert. Dieser Ausblick ist fantastisch. Ihr könnt von hier oben so viel erkennen. Natürlich auch zum Beispiel hier gegenüber ist direkt die Sphere, das neueste Meisterwerk in Las Vegas. Ich war übrigens gestern in der Sphere und habe mir dort den Film angeguckt. Es gibt jeden Morgen um 11 Uhr einen Film, der dort vorgeführt wird. Und es war relativ voll und das Ganze bei erstaunlichen Ticketpreisen von 94 bis 150 Dollar pro Karte. Ihr habt richtig gehört, 94 bis 150 Dollar pro Karte. Und dann sitzt man dort in der Sphere. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend, ein riesen rundes Gebäude. Und dann gibt es 45 Minuten Film. Und darum geht es letztendlich, dass die Erde zerstört wird und dass der Mensch keine andere Möglichkeit hat, als den Planeten zu verlassen, um ihm dann Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Und das war schon stellenweise beeindruckend, weil man sitzt da, die Bildqualität ist sensationell und es gibt auch so ein paar besondere Erlebnisse, wie das zum Beispiel die Sitze vibrieren und ähnliches. Aber mein Fazit ist, das lohnt sich auf gar keinen Fall, dafür 100 Dollar auszugeben im Schnitt. Wart ihr schon da? Dann erzählt mal, ob euch das richtig gut gefallen hat, weil ich war mit ein paar Freunden da, die fanden das alle total super und ich bin rausgegangen und dachte so, ja, geht so. Aber Geschmäcker sind natürlich verschieden. Hier hinten ist übrigens das Conrad in der Hilton Resort World. Wenn euch das interessiert, dann klickt gerne mal auf das i. Da zeige ich euch dann noch einmal das Conrad, denn da war ich vor einer Woche 2 Nächte. Also alle, die Miles and Marcel schon länger folgen, wissen, dass ich häufiger in Las Vegas bin und dass ich schon einige Hotels hier durchgetestet habe. Und es waren einige gute dabei, auch einige, die vielleicht nicht ganz so gut waren. Aber ein Hotel mit einem so fantastischen Ausblick hatte ich hier noch nie. Was das betrifft, bekommt das Cosmopolitan wirklich absolute volle Punktzahl. Besser geht's nicht. Davon abgesehen ist das Cosmopolitan ein relativ unpersönliches Hotel. Das ist hier so, dass diese riesen Hotelkomplexe eben teilweise 1000, 2000, 3000 Zimmer haben. Und da gibt es dann zum Beispiel eben, es gibt kein Frühstück, das muss man eben dann sich selber hier im Hotel irgendwo in einem der Restaurants dann besorgen. Es gibt eben keinen Zimmerservice tatsächlich. Das ist momentan hier in Las Vegas relativ häufig der Fall, dass man einfach sagt, es gibt keinen Zimmerservice und wenn du welchen möchtest, also dass du möchtest, dass dein Zimmer bei Abwesenheit dann gereinigt wird, das Bett gemacht und ähnliches, dann musst du dafür bezahlen. Eine neue Variante, es liegt wohl aber daran, dass die Hotels immer noch zu wenig Mitarbeiter nach Covid haben
Und naja, aber der stolze Zimmerpreis übrigens hier betrug für eine Nacht in diesem Terrassenstudio mit King-Size-Bett $450. Da inklusive ist eine Hotelgebühr von knapp $50, $50 Steuern und Gebühren. Der tatsächliche Zimmerpreis dementsprechend $350, aber zu zahlen habt ihr 450. In dieser Ressortgebühr, das sind auch Sachen, die es seit ein paar Jahren hier verstärkt gibt, drin enthalten, dass sie sagen, dass der Pool ist mit drin, ihr könnt dann Wi-Fi nutzen und so weiter und so fort. Ist natürlich alles auch einfach nur eine erfundene Gebühr, wenn man so möchte. Gebucht habe ich das Zimmer vor fast einem Jahr zu diesem Preis. Und habe dann aber auch mal jetzt geguckt, was würde ich denn jetzt zahlen, wenn ich vor Ort bin, weil ich dachte, vielleicht spare ich ja noch ein bisschen. Es ist gerade August, Las Vegas ist super heiß, vielleicht gibt es da ja ein paar Ermäßigungen. Das Gegenteil war der Fall. Hätte ich das Zimmer jetzt vor ein paar Tagen gebucht, hätte ich tatsächlich für dieses Zimmer, haltet euch fest, $1.200 bezahlt. Das wäre es mir nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ihr mal einfach guckt, wenn ihr nach Las Vegas fliegt, vielleicht sogar in der Off-Season, guckt unbedingt mal, wenn ihr diesen Ausblick haben wollt, vielleicht findet man da was Bezahlbares. Wenn ihr noch Fragen habt zum Cosmopolitan, irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche gerne mit bestem Wissen und Gewissen darauf zu antworten. Und jetzt geht es endlich zum Flughafen. American Airlines wartet auf mich. Bis gleich. Mein Flieger ist eine Stunde verspätet, das macht aber nicht so viel, denn ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Centurion Lounge von American Express. Dort habt ihr Zugang, wenn ihr eine American Express Platinum Kreditkarte oder höher habt. Und da kann man dann doch schon so eine Stunde Wartezeit sehr gut überbrücken. American bietet keine direkte Lounge hier an am Las Vegas Flughafen, aber da bin ich nicht traurig drum, denn dank der Kreditkarte geht es jetzt in eine sehr schöne Lounge. Also da war irgendwie diesmal nicht so wirklich was dabei. Das habe ich schon besser erlebt. Deswegen wechsle ich jetzt noch einmal die Lounge und gucke mir noch einmal an die Club Lounge oder Club Lounge hier. Da habe ich Zugang dank Priority Pass. Und ja, gucken wir mal. Denn es ist immer schon ein bisschen komisch, dass man tatsächlich auf Inlandsflügen, selbst wenn man First Class fliegt, keinen Zugang zu einer Lounge hat. Das ist immer ein bisschen, ja. Aber Gott sei Dank gibt es ja American Express und die Platinum-Kreditkarte und dann entweder die Centurion Lounge oder dank Priority Pass, der bei der MX enthalten ist. Dann die Club Lounge. Gucken wir uns die mal an.
Vorentscheidung war auf jeden Fall ganz gut, war nicht ganz so voll die Lounge und man konnte so kleine Sachen an den Tisch bestellen, aber ja, jetzt auch kein großes Highlight. Und jetzt geht's zum Gate und dann gucken wir mal, wie viel der Flug tatsächlich nachher Verspätung hat. Aber ich bin wirklich optimistisch, dass ich auch meinen Anschlussflug in Los Angeles nicht verpasse, denn den darf ich nicht verpassen, denn das ist wirklich ja ein kleines Highlight und das erfahrt ihr allerdings erst im nächsten Video. Aber jetzt geht es erstmal, wie gesagt, zum Gate. So, angekommen auf meinem Platz 1F und ja, sehr schön breit, sehr geräumig, schöne Beinfreiheit. Das könnte auch für einen längeren Flug durchaus sehr bequem sein. Was ich ja immer nicht verstehe, ist, warum die Amerikaner das so haben, dass die Sonnenblenden hier immer geschlossen sind, wenn man das Flugzeug betritt. Wahrscheinlich irgendwie, um, ja, keine Ahnung, Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Oder wisst ihr, warum das andere Gründe haben könnte? Schreibt mal gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Der Flug ist übrigens komplett ausgebucht und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich jetzt als Erster mit ins Flugzeug gehen durfte mit Gruppe 1. Denn es sind jetzt schon über 200 Leute, glaube ich, die hier reinpassen in so eine A321. Und ja, dann steht man sonst sehr lange in der Schlange. Jetzt sitze ich schon und eigentlich müsste auch gleich irgendwie vielleicht ein bisschen der Service schon losgehen hier am Boden. Das machen die amerikanischen Airlines ja auch gerne, dass es dann schon vor dem Start nochmal ein kleines Begrüßungstrink oder ähnliches gibt. Aber bis dahin genieße ich die Aussicht hier aus dem Fenster. So, gucken wir uns noch einmal schnell die Toilette an. Ja, nichts Spektakuläres, alles so, wie man es kennt. Niedrige Decke, alles ein bisschen klein, aber alles Wichtige da. Für euch ein schneller Rundumdreh hier. Und jetzt geht es wieder ab zum Sitz und dann fliegen wir auch los.
sind endlich in der Luft. Das hat jetzt nochmal 3/4 Stunde gedauert für die Boarding Complete, bis wir wirklich abgeflogen sind. Und dementsprechend sind alle sehr müde und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu laut spreche, weil einige sind schon eingeschlafen. Es gab insgesamt gerade vorgangs keinen Service. Das hat sich jetzt nach dem Start geändert. Ich habe ganz Diet Coke erhalten und es gab Tatar, eine Tüte mit kleinen Pilzen. Darauf freue ich mich jetzt ehrlich gesagt auch, denn ich habe schon ein bisschen Hunger. American Airlines bietet auf diesem Flug ein paar Extras an, und zwar auf eurem Smartphone. Und ihr könnt einfach während des Fluges euch das WLAN einhaken und habt dann eine Auswahl von zum Beispiel ganz vielen Filmen, die ihr kostenfrei streamen könnt. Außerdem könnt ihr Apple Music kostenfrei nutzen. Apple TV Plus steht zur Verfügung, da könnt ihr Serien und Filme schauen. Und das Ganze auf einem eigenen Gerät, also ja, iPad, Smartphone, Tablet, was auch. Über das Wi-Fi könnt ihr auch ins Internet und das Ganze steht sogar kostenlos zur Verfügung, wenn man sich ein kleines Video anschaut. Und ansonsten kann man auch einen kostenpflichtigen Zugang buchen. Ich mache das jetzt nicht, denn wir sind zwar gerade erst gestartet, landen aber schon in 15 Minuten ungefähr in Los Angeles. Also da haben sie jetzt echt noch ein bisschen Zeit reingeholt. Und ja, im Endeffekt gucken wir uns das jetzt noch einmal an, die Landung in der LA, und am Ende des Videos verrate ich euch dann nochmal, wie es für mich dann von da aus nach Deutschland weitergeht. So, das war jetzt nicht der kürzeste Flug, glaube ich, den ich je hatte, aber einer der kürzesten definitiv. Ich bin jetzt in Los Angeles angekommen und hole meinen Koffer ab, denn dann wechsle ich das Terminal und fliege mit einer anderen Airline weiter. Ihr fragt euch vielleicht mit welcher? Ich sage nur 2 Worte. Lufthansa First Class. Gut, das sind 3 Worte, aber es klang besser. Ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt darauf, wirklich wahnsinnig doll, das wieder erleben zu dürfen. Es ist ein Jahr her, dass ich das letzte Mal Lufthansa First Class geflogen bin. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was sich seitdem verändert hat. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf weitere Videos. Wenn ihr keine mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und vielleicht noch eine kurze Info, was hat mich der Flug gekostet? Bezahlt habe ich den mit Euros, und zwar habe ich bezahlt knapp 380 Euro.
Und klar, man hat einen größeren Sitz, man hat ein bisschen mehr Privatsphäre, weil man in der ersten Reihe zum Beispiel jetzt gesessen hat. Aber es war jetzt wirklich so, dass es wirklich nur die Brezel gab und ein Getränk. Das muss jeder dann für sich selber beurteilen, ob es das einem wert ist oder nicht. Ich finde, es war auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung und wünsche euch in diesem Sinne erst einmal alles Gute bis zum nächsten Video. Euer Marcel.